Lektion 1: Kochabenteuer. Hallo Anna, ja, ich habe versucht, Pad Thai zu Hause zuzubereiten. Es ist wirklich lecker geworden. Hallo John, das freut mich zu hören. Kochen kann eine wunderbare Möglichkeit sein, verschiedene Küchen zu erkunden. Absolut. Wenn wir zu Hause neue Rezepte ausprobieren, können wir unserer Kreativität in der Küche freien Lauf lassen. Es ist auch eine großartige Gelegenheit, mit Aromen und Zutaten zu experimentieren, die wir genießen. Auf jeden Fall. Wenn wir zu Hause kochen, haben wir die Kontrolle über die Qualität und Frische der Zutaten, die wir verwenden. Außerdem kann es eine kostengünstigere Option sein, als ständig auswärts zu essen. Das ist wahr. Und die Befriedigung, eine köstliche Mahlzeit von Grund auf zuzubereiten, ist unschlagbar. Es ist wichtig, die Rezepte genau zu befolgen, insbesondere wenn Sie ein neues Gericht probieren. Ja, Rezepte bieten eine Roadmap für den Erfolg und helfen uns, die gewünschten Geschmacksrichtungen zu erreichen. Scheuen Sie sich jedoch nicht, einem Rezept Ihre eigene Note zu verleihen und es zu Ihrem eigenen zu machen. Absolut. Die Personalisierung eines Rezepts kann es noch unterhaltsamer und einzigartiger machen. Das Erkunden verschiedener Kochtechniken kann auch unsere kulinarischen Fähigkeiten erweitern. Das ist richtig. Das Ausprobieren verschiedener Methoden wie Grillen, Backen oder Braten kann neue Möglichkeiten eröffnen. Es ist auch hilfreich, etwas über verschiedene Gewürze und Würzmittel zu lernen, um den Geschmack unserer Gerichte zu verbessern. Ja, Gewürze können einer Mahlzeit Tiefe und Komplexität verleihen und sie in ein geschmackvolles Meisterwerk verwandeln. Darüber hinaus ist es beim Kochen zu Hause von entscheidender Bedeutung, gute Ernährungsgewohnheiten zu praktizieren. Absolut. Es ist wichtig, unseren Kochbereich sauber zu halten, häufig die Hände zu waschen und die Zutaten ordnungsgemäß aufzubewahren. Es ist auch wichtig, Lebensmittel auf die richtige Temperatur zu garen, um sicherzustellen, dass sie sicher verzehrt werden können. Das ist richtig. Die Einhaltung der Richtlinien für den richtigen Umgang mit Lebensmitteln verhindert lebensmittelbedingte Krankheiten. Kochen kann auch eine unterhaltsame Aktivität sein, die Sie mit Familie und Freunden teilen können. Ja, wenn Sie Ihre Lieben einladen, am Kochprozess teilzunehmen, können Sie unvergessliche Erlebnisse schaffen und Bindungen stärken. Und vergessen Sie nicht die Freude, die köstlichen Ergebnisse mit anderen zu teilen und zu sehen, wie sie sich daran erfreuen. In der Tat. Essen bringt Menschen zusammen und sorgt für Glücksmomente. Vielen Dank, dass Sie Ihr Kocherlebnis geteilt haben. Es inspiriert uns, neue Rezepte und Geschmacksrichtungen in unserer eigenen Küche zu entdecken. Du bist willkommen. Lassen Sie uns weiterhin auf kulinarische Abenteuer einlassen und köstliche Gerichte kreieren, die unseren Gaumen erfreuen. Lektion 2: Lebenslange Freundschaften. Hallo Anna, er ist ein guter Freund. Ich kenne Chet seit meiner Kindheit. Hi John, das ist wunderbar. Lebenslange Freundschaften sind kostbar und nehmen einen besonderen Platz in unseren Herzen ein. Absolut. Einen Freund wie Chet zu haben, der durch dick und dünn gegangen ist wirklich ein Segen. Es ist erstaunlich, wie Freundschaften aus der Kindheit den Test der Zeit überstehen und immer stärker werden können. Ja, die Erinnerungen, die wir mit Freunden aus unserer Kindheit schaffen,
werden zu geschätzten Geschichten, die wir unser ganzes Leben lang mit uns tragen. Freundschaften bieten Unterstützung, Verständnis und Kameradschaft in glücklichen und herausfordernden Zeiten. Das ist wahr. Chat war eine Stütze, er bot ein offenes Ohr und eine Schulter, auf die ich mich stützen konnte, wann immer ich sie brauchte. Freunde wie Chat machen die Lebensreise bedeutungsvoller und angenehmer. Sie verleihen unseren Erfahrungen Farbe. Absolut. Chats Anwesenheit hat unzählige Momente heller und unvergesslicher gemacht. Es ist wichtig, unsere Freundschaften zu pflegen, indem wir in Verbindung bleiben und Zeit miteinander verbringen. Ja, regelmäßige Kommunikation, sei es durch Telefonanrufe, Textnachrichten oder Treffen, stärkt die Bindung. Und selbst wenn wir physisch getrennt sind, ermöglicht uns die Technologie, die Distanz zu überbrücken und diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Das ist richtig. Videoanrufe und Social-Media-Plattformen bieten Möglichkeiten, unser Leben zu teilen und auf dem Laufenden zu bleiben. Es ist auch wichtig, für unsere Freunde in ihren Höhen und Tiefen da zu sein, genauso wie sie für uns sind. Absolut. Sich gegenseitig bei den Herausforderungen des Lebens zu unterstützen, ist eine der Grundlagen einer starken Freundschaft. Die Erfolge und Meilensteine des jeweils anderen zu feiern, vertieft die Freude, die wir gemeinsam erleben, weiter. In der Tat. Die Leistungen unserer Freunde werden zu einer Quelle der Inspiration und Motivation für unsere eigene Reise. Freundschaft ist eine Einbahnstraße, die Anstrengung und Gegenseitigkeit von beiden Seiten erfordert. Das ist wahr. Es ist wichtig, Wertschätzung und Dankbarkeit für die Präsenz unserer Freunde in unserem Leben zu zeigen. Freundschaften entwickeln sich auch im Laufe der Zeit und passen sich den Veränderungen und dem Wachstum an, die wir individuell erleben. Ja, die Veränderungen anzunehmen und zu erlauben, dass sich unsere Freundschaften entwickeln, kann zu schönen neuen Kapiteln führen. Es ist ein besonderes Gefühl, einen Freund wie Chat zu haben, der uns sehr kennt und uns so akzeptiert, wie wir sind. Absolut. Wahre Freunde sind diejenigen, die uns bedingungslos lieben und unterstützen, mit all unseren Fehlern. Danke, dass du die Geschichte deiner Freundschaft erzählt hast. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, lebenslange Bindungen zu pflegen und zu pflegen. Du bist willkommen. Lassen Sie uns unsere Freundschaften weiterhin wertschätzen und pflegen und gemeinsam lebenslange Erinnerungen und Erlebnisse schaffen. Lektion 3: Beobachtung menschlichen Verhaltens. Hallo Anna, er hat auch viel über menschliches Verhalten gelernt, indem er die vielen Menschen auf den Booten und entlang des Flusses beobachtet hat. Hallo John, das ist faszinierend. Menschen zu beobachten kann wertvolle Einblicke in ihre Handlungen und Interaktionen geben. Absolut. Es ist, als würde man in ein Fenster der menschlichen Erfahrung blicken und die Feinheiten des Verhaltens enträtseln. Menschen zu beobachten kann ein interessanter Zeitvertreib sein, der es uns ermöglicht, verschiedene Kulturen und Perspektiven kennenzulernen. Das ist wahr. Jeder Mensch hat eine einzigartige Geschichte in sich, und wenn wir sie beobachten, können wir einen Einblick in ihr Leben erhalten. Es ist faszinierend, wie Körpersprache und Gesichtsausdrücke Emotionen und Absichten ohne Worte vermitteln können. Ja, nonverbale Hinweise vermitteln oft ein anschauliches Bild davon, wie sich Menschen fühlen und was sie vielleicht denken. Indem wir andere beobachten,
können wir auch Einblicke in soziale Dynamiken und die Art und Weise gewinnen, wie Menschen miteinander umgehen. Das ist richtig. Wir können etwas über Kommunikationsmuster, Hierarchien und die ungeschriebenen Regeln einer Gemeinschaft lernen. Es ist interessant zu sehen, wie Menschen ihr Verhalten in verschiedenen Umgebungen und mit unterschiedlichen Personengruppen anpassen. Absolut. Menschen passen ihr Verhalten und ihre Manierismen oft an den sozialen Kontext an, in dem sie sich befinden. Die Beobachtung menschlichen Verhaltens kann uns auch helfen, Empathie und Verständnis für andere zu entwickeln. Ja, wenn wir beobachten und versuchen, uns in die Lage eines anderen zu versetzen, erweitern wir unsere Perspektive und vertiefen unser Mitgefühl. Es ist wichtig, Menschen mit Respekt und ohne Vorurteile zu beobachten und zu erkennen, dass jeder seine eigene Geschichte hat. Das ist wahr. Wir sollten uns bemühen, neugierige Beobachter zu sein, die versuchen, etwas zu verstehen, anstatt Annahmen zu treffen. Das Beobachten von Menschen kann eine Inspirationsquelle für das Geschichtenerzählen, die Charakterentwicklung und kreative Unternehmungen sein. Absolut. Der reiche Wandteppich menschlichen Verhaltens kann Künstlern und Schriftstellern als Quelle für Ideen und Erkenntnisse dienen. Es ist faszinierend, wie viel wir durch bloßes Beobachten über uns selbst und die Welt um uns herum lernen können. Ja, je mehr wir beobachten und nachdenken, desto mehr entdecken wir die Feinheiten und Wunder der menschlichen Natur. Vielen Dank, dass Sie uns mitteilen, wie wichtig es ist, menschliches Verhalten zu beobachten. Es erinnert uns daran, auf die Welt um uns herum aufmerksam zu sein. Du bist willkommen. Lassen Sie uns unsere Beobachtungsfähigkeiten weiter verbessern und dabei die Schönheit und Komplexität menschlichen Verhaltens berücksichtigen. Lektion 4: Beethovens musikalische Reise. Hallo Anna, hast du von Beethoven gehört, dem brillanten Komponisten, der zeitlose Musik geschaffen hat? Hallo John, ja, Beethovens musikalisches Genie hat die Welt der klassischen Musik unauslöschlich geprägt. Seine Kompositionen sind bekannt für ihre emotionale Tiefe und ihren kraftvollen Ausdruck. Sie finden bei Zuhörern über Generationen hinweg Anklang. Absolut. Beethovens Werke rufen eine Reihe von Emotionen hervor, von Freude und Triumph bis hin zu Introspektion und Melancholie. Es ist faszinierend, wie sich Beethovens Musik im Laufe der Zeit entwickelt hat, was sein persönliches Wachstum und seine Kämpfe widerspiegelt. Ja, Beethovens frühe Werke zeichnen sich oft durch ihre klassische Eleganz aus, während seine späteren Werke die Grenzen musikalischer Konventionen überschreiten. Beethoven stand in seinem Leben vor großen Herausforderungen, einschließlich Hörverlust, aber er hielt durch und schuf weiterhin bemerkenswerte Musik. Trotz seines Hörverlustes blieb Beethovens innere Klangwelt lebendig, und in dieser Zeit komponierte er einige seiner ikonischsten Stücke. Seine Sinfonien, wie die 5. und 9., werden als Meisterwerke gefeiert und zeigen seinen innovativen Ansatz in Bezug auf Orchestrierung und Struktur. Beethovens Klaviersonaten, wie die Mondscheinsonate und die Pathetique-Sonate, sind wegen ihrer ausdrucksstarken Melodien und ihrer technischen Brillanz beliebt. Seine Musik fesselt nicht nur die Ohren, sondern spricht auch die Tiefen der menschlichen Seele an und überwindet Sprach- und Kulturbarrieren. Beethovens Kompositionen sind aus dem klassischen Musikkanon nicht mehr wegzudenken und inspirieren unzählige Musiker und Zuhörer gleichermaßen.
Sein einflussreiches Erbe prägt weiterhin die Welt der Musik, und sein Einfluss ist auch heute noch spürbar. Absolut. Beethovens Fähigkeit, durch seine Kompositionen tiefe Emotionen zu vermitteln, ist ein Beweis für sein künstlerisches Genie. Es ist bemerkenswert, wie Beethovens eigene Lebenserfahrungen und Kämpfe seiner Musik eine so rohe und universelle Kraft verliehen haben. In der Tat. Beethovens Musik erinnert uns an den transformativen und transzendenten Charakter der Kunst. Danke, dass du mit mir Beethovens musikalische Reise erkundet hast. Es ist ein Beweis für die anhaltende Kraft der Kreativität. Lektion 5. Lebensmittel einkaufen und eine Liste erstellen. Hallo Anna, ich muss einkaufen gehen. Ich habe ein paar Artikel auf meiner Liste. Hi John, das klingt gut. Eine Liste zu erstellen ist eine großartige Möglichkeit, organisiert zu bleiben und sicherzustellen, dass Sie alles bekommen, was Sie brauchen. Absolut. Ich finde es hilfreich, die Artikel, die ich benötige, aufzuschreiben, bevor ich in den Laden gehe. Es ist eine gute Idee, in Ihrer Speisekammer und Ihrem Kühlschrank nachzusehen, was Sie bereits haben. Auf diese Weise können Sie den Kauf von Duplikaten vermeiden. Das ist ein toller Tipp. Ich werde sicherstellen, dass ich eine Bestandsaufnahme mache, bevor ich meine Liste erstelle. Ein weiterer hilfreicher Ansatz ist die Kategorisierung der Artikel auf Ihrer Liste. Sie können sie beispielsweise nach Produkten, Milchprodukten, Vorratskammern und so weiter gruppieren. Das ist eine clevere Art, die Liste zu organisieren. Das erleichtert das Navigieren im Geschäft erheblich. Geben Sie beim Schreiben Ihrer Liste genau an, welche Mengen Sie benötigen. Dies hilft, spätere Verwirrung zu vermeiden. Das ist wahr. Ich werde sicherstellen, dass die genauen Mengen für jeden Artikel angegeben werden. Es empfiehlt sich auch, spezielle Anweisungen wie Markenpräferenzen oder diätetische Einschränkungen anzugeben. Ausgezeichneter Punkt. Durch das Hinzufügen dieser Details werde ich sicherstellen, dass ich beim Einkaufen die richtigen Entscheidungen treffe. Denken Sie außerdem an alle Non-Food-Artikel, die Sie möglicherweise benötigen, wie Reinigungsmittel oder Toilettenartikel. Richtig. Es ist leicht, diese wichtigen Dinge zu vergessen, wenn sie nicht auf der Liste stehen. Während Sie Ihre Liste durchgehen, können Sie Artikel auch nach ihrer Dringlichkeit oder Wichtigkeit priorisieren. Das ist ein nützlicher Ansatz. Es hilft, sich zuerst auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren. Wenn Sie Ihre Liste fertiggestellt haben, überprüfen Sie sie noch einmal, um sicherzustellen, dass Sie nichts verpasst haben. Guter Rat. Ich werde die Liste überprüfen, um sicherzustellen, dass ich alles abgedeckt habe. Perfekt. Wenn Sie jetzt im Geschäft sind, können Sie Ihrer Liste folgen und dabei Artikel abhaken. Absolut. Es ist befriedigend, die Fortschritte zu sehen und zu wissen, dass ich alles bekomme, was ich brauche. Denken Sie auch daran, flexibel zu sein, falls Sie je nach Verfügbarkeit Ersetzungen oder Anpassungen vornehmen müssen. Das ist wahr. Manchmal sind Artikel möglicherweise nicht auf Lager, daher ist es gut, Alternativen in Betracht zu ziehen. Sobald Sie mit dem Einkaufen fertig sind, können Sie die Artikel auf Ihrer Liste abhaken. Es ist ein befriedigendes Gefühl, etwas erreicht zu haben. Auf jeden Fall. Das Durchstreichen der Punkte gibt mir ein Gefühl der Vollständigkeit und hilft mir, den Überblick zu behalten, um später darauf zurückgreifen zu können. Ich hoffe, Ihr Lebensmitteleinkauf läuft reibungslos.
Möge Ihre Liste Sie zu einer erfolgreichen Reise führen. Ich danke dir. Danke für deine Tipps. Ich bin bereit, in den Laden zu gehen und alles zu sammeln, was ich brauche. Lektion 6. Mit stylischer Sportbekleidung aktiv bleiben. Hey Anna, ich habe gehört, du hast neue Sportkleidung. Das ist wichtig, um beim Training trocken zu bleiben. Hallo John, ja, ich habe kürzlich stylische Activewear gekauft. Ich freue mich auf deine neue Activewear. Ich stimme zu. Ein feuchtigkeitsableitendes Material kann den Komfort beim Training erheblich verbessern. Absolut. Es hilft, den Körper auch bei intensiver körperlicher Aktivität kühl und trocken zu halten. Ich habe nach Sportbekleidung mit atmungsaktiven Materialien gesucht. Irgendwelche Empfehlungen? Nun, es gibt mehrere beliebte Marken, die sich auf leistungsorientierte Sportbekleidung spezialisiert haben. Haben Sie von FitFlex oder Move Active gehört? Ja, ich habe von ihnen gehört. Ihre Designs wirken trendig und funktionell. Bieten sie eine gute Auswahl an Größen an? Auf jeden Fall. FitFlex und Move Active sind für eine Vielzahl von Größen geeignet und gewährleisten Inklusivität für alle. Das ist ausgezeichnet zu wissen. Es ist wichtig, Sportbekleidung zu finden, die gut sitzt und bei der Sie sich sicher fühlen. Absolut. Wenn Sie sich in Ihrer Sportbekleidung wohlfühlen, kann das Ihre Motivation steigern, aktiv zu bleiben. Ich stimme zu. Komfort und Stil gehen Hand in Hand, wenn es um die Auswahl der richtigen Sportbekleidung geht. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor ist die Flexibilität des Stoffes. Es sollte einen vollen Bewegungsumfang bei verschiedenen Übungen ermöglichen. Das ist ein gutes Argument. Ob Yoga, Laufen oder Gewichtheben, die Flexibilität des Stoffes ist entscheidend. Und vergessen Sie nicht, wie wichtig Haltbarkeit ist. Sie möchten Sportbekleidung, die häufigem Gebrauch und Waschen standhält. Absolut. Die Investition in hochwertige Sportbekleidung stellt sicher, dass diese länger hält und ihre Leistung beibehält. Berücksichtigen Sie außerdem die Wetterbedingungen, unter denen Sie trainieren werden. Suchen Sie nach Optionen, die eine Isolierung für kältere Klimazonen oder einen UV-Schutz für sonnige Tage bieten. Guter Rat. Es ist wichtig, Sportbekleidung zu wählen, die den spezifischen Anforderungen Ihres Trainings und der Umgebung entspricht. Und zu guter Letzt, scheuen Sie sich nicht, Ihren persönlichen Stil durch Ihre Auswahl an Sportbekleidung zum Ausdruck zu bringen. Finden Sie Farben und Muster, die zu Ihnen passen. Das ist ein gutes Argument. Wenn Sie sich bei dem, was Sie tragen, wohlfühlen, kann dies Ihr allgemeines Trainingserlebnis verbessern. Ich hoffe, du findest die perfekte Activewear, die alle Anforderungen erfüllt. Es ist aufregend, die Welt der funktionellen und modischen Fitnesskleidung zu erkunden. Ich danke dir. Ich bin inspiriert, meine Sportbekleidung zu verbessern und mein Training noch angenehmer zu gestalten. Hier geht es darum, stillvoll aktiv zu bleiben. Lektion 7. Reiseerlebnisse und Erinnerungen teilen. Hey Anna, ich bin gerade von meiner Reise zurückgekommen. Es war unglaublich. Ich habe so viele unvergessliche Erinnerungen gewonnen. Hallo John, das ist fantastisch zu hören. Reisen ist eine wunderbare Möglichkeit, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Wo bist du hingegangen? Ich bin nach Südostasien gegangen. Ich habe Thailand, Kambodscha und Vietnam besucht.
Die Kultur und die Landschaften waren unglaublich. Wow, das klingt nach einem unglaublichen Abenteuer. Hattest du irgendwelche Lieblingsmomente oder Erlebnisse? Einer meiner Lieblingsmomente war die Erkundung der alten Tempel von Angkor Wat in Kambodscha. Die Architektur war beeindruckend. Das muss ein atemberaubendes Erlebnis gewesen sein. Die historische Bedeutung von Angkor Wat ist wirklich bemerkenswert. War es. Inmitten dieser antiken Ruinen zu stehen, ließ mich die reiche Geschichte der Region schätzen. Gibt es noch andere Highlights von deiner Reise? Unbedingt. In Thailand hatte ich die Gelegenheit, authentisches Streetfood zu probieren. Die Aromen waren unglaublich und einzigartig. Das klingt köstlich. Das Probieren der lokalen Küche ist eine hervorragende Möglichkeit, in die Kultur eines Ortes einzutauchen. Das ist es wirklich. Die pulsierenden Märkte und die geschäftigen Straßenhändler trugen zum Gesamterlebnis bei. Hattest du irgendwelche unvergesslichen Begegnungen mit den Einheimischen? Ja, ich habe während meiner Reise einige unglaublich herzliche und freundliche Menschen getroffen. Sie waren immer bereit zu helfen und ihre Geschichten zu teilen. Die Interaktion mit Einheimischen kann so bereichernd sein. Es bietet ein tieferes Verständnis des Reiseziels. Absolut. Ihre Freundlichkeit und Gastfreundschaft machten meine Reise noch spezieller. Waren Sie auf Ihren Reisen mit Herausforderungen oder unerwarteten Situationen konfrontiert? Ja, es gab einige Herausforderungen, wie Sprachbarrieren und das Navigieren in unbekannten Transportsystemen. Aber das alles trug zum Abenteuer bei. Die Bewältigung dieser Herausforderungen kann sich lohnen. Es hilft uns zu wachsen und anpassungsfähiger zu werden. Auf jeden Fall. Es hat mich gelehrt, Ungewissheit anzunehmen und Freude am Unerwarteten zu finden. Ich freue mich, das zu hören. Reisen ist eine Möglichkeit, unsere Sichtweisen zu erweitern und uns wertvolle Lektionen fürs Leben zu geben. Absolut. Es ist eine Ausbildung, die über Lehrbücher und Klassenzimmer hinausgeht. Ich bin mir sicher, dass Ihre Reise einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat. Die Erinnerungen, die Sie geschaffen haben, werden für immer bei Ihnen bleiben. Du hast recht. Die Erinnerungen, die ich gemacht habe, sind von unschätzbarem Wert. Sie haben mein Leben auf eine Weise bereichert, die ich mir nie vorgestellt hätte. Ich freue mich darauf, die Fotos zu sehen und mehr über deine Abenteuer zu erfahren. Reisegeschichten sind immer fesselnd. Ich danke dir. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen zu teilen und andere zu inspirieren, ihre eigenen Reisen zu unternehmen. Das ist wunderbar. Reisen hat die Möglichkeit, den Geist des Fernwehs in uns allen zu entfachen. In der Tat. Mögen wir weiterhin die Welt erkunden und Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang anhalten werden. Lektion 8: Eine perfekte Party planen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Party zu schmeißen. Ich will, dass es perfekt ist. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John, das klingt nach einer lustigen Idee. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Betrachten Sie zunächst das Thema der Party. Es bestimmt die Stimmung und hilft bei der Planung. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte, dass es ein ungezwungenes Hinterhoftreffen wird. Etwas Entspanntes und Unterhaltsames für alle.
eine hervorragende Wahl. Eine ungezwungene Hinterhofparty ermöglicht es den Gästen, sich zu entspannen und sich unter die Leute zu mischen. Lassen Sie uns nun über die Gästeliste sprechen. Ich möchte enge Freunde und Familie einladen, aber ich möchte auch neue Leute kennenlernen. Wie kann ich ein Gleichgewicht herstellen? Es ist wichtig, die Größe Ihres Raums und die Atmosphäre, die Sie schaffen möchten, zu berücksichtigen. Eine Mischung aus bekannten Gesichtern und neuen Bekannten kann für interessante Gespräche sorgen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich möchte, dass sich alle wohlfühlen und eine tolle Zeit haben. Was ist mit dem Essen und den Getränken? Essen und Trinken sind entscheidend für eine gelungene Party. Entscheiden Sie, ob Sie ein Buffet oder eine Mahlzeit im Sitzen wünschen. Berücksichtigen Sie auch die diätetischen Einschränkungen und Vorlieben Ihrer Gäste. Guter Punkt. Ich möchte eine Vielzahl von Optionen haben, um unterschiedlichen Geschmäckern gerecht zu werden. Sollte ich einen Caterer beauftragen oder das Essen selbst zubereiten? Das hängt von Ihrem Budget ab und davon, wie viel Zeit Sie haben. Die Beauftragung eines Caterers kann Ihnen den Stress von den Schultern nehmen, aber das Essen selbst zuzubereiten kann eine persönliche Note verleihen. Ich verstehe. Gibt es ein Budget, an das wir uns halten sollten? Es ist wichtig, ein Budget festzulegen und sich daran zu halten. Entscheiden Sie, wie viel Sie bereit sind, für Essen, Getränke, Dekorationen und andere Partyutensilien auszugeben. Das macht Sinn. Ich möchte nicht zu viel ausgeben und es später bereuen. Was ist mit Dekoration und Ambiente? Dekorationen können die Partyatmosphäre verbessern. Erwägen Sie die Verwendung von Lichterketten, bunten Tischdecken und frischen Blumen, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen. Mir gefällt die Idee. Einfach und doch elegant. Irgendwelche Vorschläge für Unterhaltung oder Aktivitäten? Je nach Thema und Altersgruppe Ihrer Gäste können Sie Hintergrundmusik hören, Rasenspiele veranstalten oder sogar eine Liveband engagieren, wenn es in Ihr Budget passt. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich möchte, dass alle eine tolle Zeit haben und Spaß haben. Wie kann ich einen reibungslosen Ablauf der Party sicherstellen? Planen Sie einen Zeitplan für die Party ein, einschließlich der Ankunft der Gäste, des Essens und aller geplanten Aktivitäten oder Reden. Das wird dir helfen, organisiert zu bleiben. Das ist ein toller Tipp. Ein gut strukturierter Zeitplan verhindert jegliche Verwirrung und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Party. Und vergessen Sie nicht, die Party selbst zu genießen. Es ist Ihre Feier, also nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich zu entspannen und Spaß mit Ihren Gästen zu haben. Ich danke dir. Ihre Vorschläge waren unglaublich hilfreich. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster, die perfekte Party zu veranstalten. Lektion 9: Erkundung der großen Seen. Hallo Anna, bist du schon einmal vom Ontariosee zum Eriesee gereist? Ich habe gehört, dass es unterwegs viel zu sehen und zu lernen gibt. Hallo John, ja, ich hatte die Gelegenheit, diese Route zu erkunden. Es ist eine faszinierende Reise mit einer reichen Geschichte und vielfältigen Landschaften. Das ist toll zu hören. Was sind einige bemerkenswerte Orte oder Attraktionen auf dem Weg? Nun, ein bemerkenswerter Ort sind die Niagarafälle, die die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada überspannen. Die schiere Kraft und Schönheit der Wasserfälle sind beeindruckend. Wow, ich wollte schon immer die Niagarafälle sehen. Es muss ein unglaublicher Anblick sein. Das ist es wirklich.
Das donnernde Geräusch und die neblige Atmosphäre machen es zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten zwischen den beiden Seen? Unbedingt. Wenn Sie nach Westen reisen, stoßen Sie auf die Stadt Buffalo, die für ihre lebendige Kunstszene und ihre köstliche Küche bekannt ist. Das klingt fantastisch. Ich erkunde gerne Städte mit einem reichen kulturellen Erbe. Buffalo wird Sie nicht enttäuschen. Sie können Museen und Kunstgalerien besuchen und einige der berühmten Buffalo Wings probieren. Das werde ich mir auf jeden Fall notieren. Was ist mit der natürlichen Schönheit der Region? Die Region der großen Seen ist bekannt für ihre atemberaubenden Landschaften. Unterwegs stoßen Sie auf wunderschöne Strände, malerische Parks und bezaubernde Küstenstädte. Das klingt nach der perfekten Kulisse für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung. In der Tat. Sie können wandern, angeln oder einfach die Ruhe der Natur genießen. Gibt es historische Stätten oder Wahrzeichen, die auffallen? Ja, es gibt mehrere. Ein bemerkenswertes Wahrzeichen ist der Marblehead Lighthouse in Ohio, der seit 1822 Schiffe auf dem Eisee leitet. Es ist faszinierend, über die reiche Seegeschichte der großen Seen nachzudenken. Absolut. Vom Ontariosee bis zum Eisee haben die Seen eine entscheidende Rolle in Transport, Handel und Industrie gespielt. Apropos Handel, ich habe von der Schifffahrt auf den großen Seen gehört. Ja, das ist ziemlich bemerkenswert. Die Seen dienen als wichtige Transportroute und transportieren Getreide, Kohle, Eisenerz, Öl und viele andere Rohstoffe. Das ist beeindruckend. Die großen Seen tragen wirklich zum Wirtschaftswachstum der Region bei. Das tun sie auf jeden Fall. Die Seen sind eine wertvolle Ressource sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Kanada. Ich freue mich darauf, diese Region zu erkunden und die Schönheit und Bedeutung der großen Seen aus erster Hand zu erleben. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Reise haben. Die großen Seen bieten eine einzigartige Mischung aus Naturwundern, kulturellen Erlebnissen und historischen Städten. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lektion 10. Alleine oder in einer Gruppe laufen. Hallo Anna, ich habe vor kurzem angefangen zu laufen, um aktiv zu bleiben. Läufst du auch gerne? Hallo John, ja, ich finde Laufen eine tolle Möglichkeit, fit zu bleiben und den Kopf frei zu bekommen. Läufst du lieber alleine oder in einer Gruppe? Ich laufe meistens alleine, aber manchmal trete ich einer Laufgruppe bei, um mich zusätzlich zu motivieren. Wie steht's mit dir? Ich genieße beides. Alleine zu laufen gibt mir Zeit, mich zu konzentrieren und mein eigenes Tempo zu bestimmen, während das Laufen in einer Gruppe ein Gefühl von Kameradschaft und Rechenschaftspflicht vermittelt. Das macht Sinn. Laufen mit anderen kann motivierend sein und dich dazu bringen, deine Ziele zu erreichen. Absolut. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und neue Freunde zu finden. Ich kann die Vorteile des Laufens mit einer Gruppe erkennen. Gibt es irgendwelche Tipps, die du mir geben kannst, um eine Laufgruppe zu finden? Du kannst damit beginnen, dich bei den örtlichen Laufvereinen oder Gemeindezentren zu erkundigen.
Sie organisieren oft Gruppenläufe und heißen Läufer aller Niveaus willkommen. Das ist eine gute Idee. Ich werde mir lokale Laufclubs ansehen und sehen, ob es einen gibt, der zu meinem Zeitplan passt. Das klingt nach einem Plan. Laufgruppen haben oft geplante Läufe zu bestimmten Zeiten, also finde einen, der deiner Verfügbarkeit entspricht. Das werde ich tun. Was sind einige der Vorteile, die du erlebt hast, wenn du alleine läufst? Wenn du alleine läufst, hast du die Freiheit, deine eigene Route und dein Tempo zu wählen. Es kann eine Zeit der Selbstreflexion und Einsamkeit sein. Ich kann mir vorstellen, wie das Laufen alleine zu einer friedlichen und introspektiven Erfahrung führen kann. Absolut. Es ist eine Gelegenheit, sich von Ablenkungen zu lösen und den Rhythmus ihrer eigenen Schritte zu genießen. Gibt es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen, die ich beachten sollte, wenn ich alleine laufe? Ja, Sicherheit sollte immer Priorität haben. Achten Sie darauf, gut beleuchtete Routen zu wählen, reflektierende Ausrüstung zu tragen und im Notfall einen Ausweis mitzunehmen. Das sind wichtige Tipps. Ich werde sicherstellen, dass meine Sicherheit beim Laufen alleine an erster Stelle steht. Das ist toll zu hören. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Hast du irgendwelche Vorschläge, um bei Sololäufen motiviert zu bleiben? Das Setzen von Zielen und das Verfolgen Ihrer Fortschritte kann motivierend sein. Sie können auch Ihre Routen variieren und aufmunternde Musik oder Podcasts hören, um sich zu beschäftigen. Ich mag die Idee, Ziele zu setzen und meine Fortschritte zu verfolgen. Es gibt mir etwas, auf das ich hinarbeiten kann. Auf jeden Fall. Feiere unterwegs deine Erfolge, egal ob es darum geht, eine neue Distanz zu erreichen oder dein Tempo zu verbessern. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es ist wichtig, positiv zu bleiben und kleine Siege zu feiern. Absolut. Denke daran, Laufen ist eine Reise und jeder Schritt zählt zu deinem Gesamtfortschritt. Danke für den Rat. Ich freue mich darauf, meine Laufreise fortzusetzen, egal ob alleine oder mit einer Gruppe. Lektion 11: Reisetoilettenartikel. Hallo Anna, ich plane eine Reise und frage mich, welche Art von Toilettenartikeln Hotels normalerweise anbieten. Haben Sie Shampoo, Conditioner und andere wichtige Dinge? Hallo John, die meisten Hotels stellen ihren Gästen grundlegende Toilettenartikel zur Verfügung. Sie bieten normalerweise Shampoo, Conditioner, Seife und manchmal sogar Körperlotion an. Das ist gut zu wissen. Das erspart mir das Verpacken einiger dieser Artikel. Ja, es ist praktisch, keine eigenen Toilettenartikel mitbringen zu müssen. Es ist jedoch eine gute Idee, sich vorher beim Hotel zu erkundigen, um sicherzugehen. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Absolut. Einige Hotels bieten auch zusätzliche Artikel wie Zahnbürsten, Zahnpasta und Duschhauben an. Das ist praktisch. Es ist schön, diese Extras verfügbar zu haben, falls ich vergesse, etwas einzupacken. Auf jeden Fall. Es ist immer gut, einen Backup-Plan zu haben. Gibt es noch andere Toilettenartikel, die ich auf meine Reise mitnehmen sollte? Es hängt von Ihren persönlichen Bedürfnissen ab, aber es ist immer eine gute Idee, Ihre eigene Zahnbürste und Zahnpasta mitzubringen, nur für den Fall. Die packe ich auf jeden Fall ein. Sonst noch etwas?
Wenn Sie bestimmte Vorlieben oder Anforderungen haben, zum Beispiel eine bestimmte Marke von Shampoo oder Hautpflegeprodukten, bringen Sie diese am besten mit. Das macht Sinn. Es ist wichtig, die Produkte zu haben, die für Sie am besten geeignet sind. Exakt. Es geht um persönlichen Komfort und Vertrautheit. Sollte ich mein eigenes Handtuch mitbringen oder stellen die Hotels es zur Verfügung? Hotels stellen ihren Gästen in der Regel Handtücher zur Verfügung. Sie müssen also keine eigenen mitbringen, es sei denn, Sie haben bestimmte Präferenzen. Das ist gut zu wissen. Es ist eine Sache weniger, sich um das Packen zu kümmern. Absolut. Denken Sie daran, sich beim Hotel zu erkundigen, wenn Sie spezielle Fragen zu deren Ausstattung haben. Das werde ich. Danke für den Rat. Es ist hilfreich bei der Planung meiner Reise. Lektion 12: Individuelle Entscheidungen und gesellschaftlicher Einfluss. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie Menschen Entscheidungen treffen. Es ist interessant zu sehen, wie persönliche Entscheidungen sowohl von Unternehmen als auch von Gesellschaften beeinflusst werden. Hallo John, du hast absolut recht. Individuen werden von verschiedenen Faktoren geprägt, unter anderem von gesellschaftlichen Normen und dem Einfluss von Unternehmen. Es ist faszinierend, wie Unternehmen unsere Präferenzen durch Marketing und Werbung prägen können. Auf jeden Fall. Unternehmen investieren viel in die Entwicklung ansprechender Produkte und die Beeinflussung des Verbraucherverhaltens. Manchmal frage ich mich, wie viele unserer Entscheidungen wirklich unsere eigenen sind und wie viel von externen Faktoren beeinflusst wird. Das ist eine zum Nachdenken anregende Frage. Einzelpersonen haben zwar die Macht, unabhängige Entscheidungen zu treffen, aber gesellschaftliche Normen und Unternehmensbotschaften können unsere Entscheidungen unbewusst beeinflussen. Es ist wichtig, dass sich der Einzelne dieser Einflüsse bewusst ist und bewusste Entscheidungen trifft, die auf seinen eigenen Werten basieren. Absolut. Selbstbewusstsein spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Einflüsse um uns herum. Denken Sie, dass gesellschaftliche Normen einen stärkeren Einfluss auf unsere Entscheidungen haben als Unternehmenseinflüsse? Das ist schwer zu sagen. Beide Faktoren können einflussreich sein, aber gesellschaftliche Normen haben tendenziell einen tieferen, tief verwurzelten Einfluss. Das ist wahr. Gesellschaftliche Normen prägen unsere Überzeugungen, Werte und Erwartungen von klein auf. In der Tat. Unternehmen sind jedoch in der Lage, Trends zu setzen und das Verbraucherverhalten durch ihre Produkte und Marketingstrategien zu beeinflussen. Es ist also wie ein ständiges Zusammenspiel zwischen persönlichen Entscheidungen, gesellschaftlichem Einfluss und Unternehmensbotschaften. Exakt. Es ist eine komplexe Dynamik, die individuelle Handlungsfähigkeit mit externen Einflüssen verknüpft. Wie können Menschen angesichts dieser Einflüsse ihre Individualität bewahren und authentische Entscheidungen treffen? Es beginnt mit Selbstreflexion und dem Verständnis unserer eigenen Werte und Prioritäten. Indem wir uns unserer eigenen Vorlieben bewusst sind, können wir Entscheidungen treffen, die unserem wahren Selbst entsprechen. Das macht Sinn. Sich selbst treu zu bleiben ist der Schlüssel zur Erhaltung unserer Individualität. Absolut. Es ist auch wichtig, die Botschaften, die wir von Unternehmen und der Gesellschaft erhalten, kritisch zu bewerten und Entscheidungen zu treffen, die wirklich bei uns ankommen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess der Selbstfindung und des persönlichen Wachstums.
In der Tat. Indem wir achtsam bleiben und bewusste Entscheidungen treffen, können wir unseren eigenen Weg gestalten. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Lektion 13: Wetterenttäuschungen. Hey Anna, ich habe gerade die Wettervorhersage überprüft und es heißt, dass es Schauer geben wird. Das ist enttäuschend, aber na ja. Hallo John, ich weiß, was du meinst. Es ist immer eine Enttäuschung, wenn das Wetter nicht mit unseren Plänen mitspielt. Auf jeden Fall. Ich hatte mich darauf gefreut, Zeit im Freien zu verbringen, aber ich denke, ich muss mir eine Alternative einfallen lassen. Das ist eine gute Einstellung. Es ist wichtig, sich anzupassen und andere unterhaltsame Aktivitäten zu finden, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Absolut. Ich werde nach Möglichkeiten suchen, wie zum Beispiel ein Museum zu besuchen oder meine Lektüre nachzuholen. Das klingt nach einem großartigen Plan. Indoor-Aktivitäten können genauso erfüllend und unterhaltsam sein. Du hast recht. Es geht darum, das Beste aus der Situation herauszuholen und den Hoffnungsschimmer am Horizont zu finden. Exakt. Manchmal führen unerwartete Veränderungen dazu, dass wir neue Dinge entdecken oder eine andere Perspektive genießen. Das ist wahr. Ich werde das als Gelegenheit nutzen, um Indoor-Aktivitäten zu erkunden, an die ich vorher vielleicht nicht gedacht habe. Das ist ein fantastischer Ansatz. Wer weiß, vielleicht finden Sie in dieser Zeit ein neues Hobby oder Interesse. Ich fange an, mich über die Möglichkeiten zu freuen. Es geht darum, das Unerwartete anzunehmen. Ich freue mich, das zu hören. Es ist wichtig, eine positive Einstellung beizubehalten, auch wenn die Dinge nicht wie geplant laufen. Absolut. Das Leben steckt voller Überraschungen, und es kommt wirklich darauf an, wie wir darauf reagieren. Gut gesagt. Es dreht sich alles um Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Ich danke dir. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen. Ich bin entschlossen, das Beste aus allem zu machen, was mir in den Weg kommt. Ich habe keinen Zweifel, dass du das tun wirst. Genieße deine Indoor-Abenteuer und hab eine tolle Zeit. Ich danke dir. Ich werde das Beste daraus machen. Mach's gut und bis bald. Lektion 14: Hochaufragende Höhen. Hey Anna, wusstest du, dass es ein Gebäude mit 110 Stockwerken gibt und dessen oberste Etage die höchste Büroetage der Welt ist? Hallo John, wirklich? Das ist unglaublich. Ich bin immer wieder erstaunt über die Technik und Architektur solcher hochaufragenden Bauwerke. Absolut. Es ist ein Beweis für menschliche Innovation und den Wunsch, neue Höhen zu erreichen. Ich kann mir nur vorstellen, welche atemberaubende Aussicht man von dieser obersten Etage aus haben muss. Es muss absolut umwerfend sein. Die ganze Stadt aus einer solchen Höhe sehen zu können, wäre ein unvergessliches Erlebnis. Ich frage mich, wie lange es dauert, mit den Aufzügen in die oberste Etage zu gelangen. Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass sie unglaublich schnell und effizient sein müssen, um Menschen in solche Höhen zu transportieren. Es ist faszinierend, wie sich die Technologie weiterentwickelt hat, um solche Leistungen zu ermöglichen. Auf jeden Fall. Es ist eine Kombination aus fortschrittlicher Technik, Materialien und sorgfältiger Planung. Ich frage mich,
wie es ist, in der obersten Etage dieses Gebäudes zu arbeiten. Es muss ein ziemliches Erlebnis sein. Stellen Sie sich das Erfolgserlebnis und das Prestige vor, das damit einhergeht. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend es ist, jemandem zu sagen, dass sie in der höchsten Büroetage der Welt arbeiten. Es wäre auf jeden Fall ein guter Gesprächsstarter. Die Leute wären neugierig, mehr über ihre Arbeit und das Gebäude selbst zu erfahren. Absolut. Es ist eine Leistung, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen würde. Ich frage mich, ob die Arbeit in solchen Höhen besondere Herausforderungen mit sich bringt. Ich kann mir vorstellen, dass Dinge wie Luftdruck, Temperatur und sogar mögliche Bewegungen, die durch starke Winde verursacht werden, berücksichtigt werden müssen. Das ist ein gutes Argument. Sicherheit und Komfort wären bei der Planung und dem Betrieb eines solchen Gebäudes von größter Bedeutung. Es ist bemerkenswert, wie diese Strukturen Funktionalität, Ästhetik und die Bedürfnisse der Menschen im Inneren verbinden. In der Tat. Sie werden zu Symbolen menschlichen Ehrgeizes und unserer Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Ich habe immer Ehrfurcht vor solchen architektonischen Wundern. Sie erinnern uns an die Höhen, die wir erreichen können, sowohl wörtlich als auch metaphorisch. Gut gesagt. Sie inspirieren uns, große Träume zu haben und nach Größe zu streben. Absolut. Lasst uns weiterhin die Wunder menschlicher Errungenschaften bestaunen und uns von ihnen inspirieren lassen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wir freuen uns darauf, neue Höhen zu erreichen, sowohl in unserem Privatleben als auch als Gesellschaft. Prost darauf. Lassen Sie uns weiter hohe Ziele setzen und die Grenzen des Machbaren erweitern. Auf jeden Fall. Es war ein aufschlussreiches Gespräch. Danke, dass du deine Gedanken geteilt hast. Lektion 15: Ungewöhnliche Haustiere. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, ein ungewöhnliches Haustier wie eine Echse zu haben? Hallo John, eigentlich habe ich eine Echse als Haustier. Es ist faszinierend, ihr einzigartiges Verhalten zu beobachten. Das ist interessant. Was für eine Echse hast du? Ich habe einen Bartagamen. Sie sind bekannt für ihre fügsame Natur und eignen sich hervorragend als Reptiliengefährten. Wie kümmerst du dich um deine Echse? Was essen sie? Nun, Echsen wie mein Bartagame benötigen eine spezielle Diät. Ich muss lebende Grillen kaufen, damit es fressen kann. Lebende Grillen? Das ist ganz anders als die typische Tiernahrung, die man in Geschäften findet. Ja, das ist es. Echsen sind Fleischfresser, und lebende Beute stimuliert ihren natürlichen Jagdinstinkt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein interessanter Anblick ist, deine Echse beim Fangen und Fressen der Grillen zu beobachten. Absolut. Es ist ein faszinierendes Beispiel für ihre Agilität und ihr räuberisches Wesen. Erfordert es viel Mühe, lebende Grillen für ihre Echse zu finden und zu kaufen? Nicht wirklich. Es gibt spezialisierte Tierhandlungen, die lebende Futterinsekten für Reptilien und Amphibien verkaufen. Das ist praktisch. Es ist gut zu wissen, dass es Ressourcen für Tierbesitzer mit spezifischen Bedürfnissen gibt. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, unseren Haustieren die richtige Pflege und Ernährung zu bieten, unabhängig von ihren individuellen Ernährungsbedürfnissen.
Wie oft musst du deine Echse füttern? Bartagamen fressen normalerweise ein paar Mal pro Woche Insekten wie Grillen, wenn sie jung sind, und dann wird ihre Ernährung umgestellt, um mehr Gemüse aufzunehmen, wenn sie wachsen. Das klingt nach einer ausgewogenen Ernährung für eine gesunde Echse. Ja, eine ausgewogene Ernährung ist entscheidend für ihr allgemeines Wohlbefinden und ihre Langlebigkeit. Ich muss sagen, eine Echse als Haustier zu haben, unterscheidet sich stark von den typischen Katzen und Hunden, die wir normalerweise sehen. Absolut. Es ist eine einzigartige und lohnende Erfahrung, sich um ein unkonventionelles Haustier zu kümmern. Das kann ich mir vorstellen. Es verleiht der Reise zum Besitz von Haustieren sicherlich ein gewisses Maß an Spannung und Lernen. Das tut es auf jeden Fall. Sie erfahren mehr über ihre natürlichen Lebensräume, ihr Verhalten und ihre spezifischen Pflegeanforderungen. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Es hat mir die Augen geöffnet, zu erfahren, wie man eine Echse als Haustier hat. Lektion 16: Kraft des Krafttrainings. Hey Anna, wusstest du, dass Krafttraining nicht nur für den Muskelaufbau, sondern auch für die Steigerung des Stoffwechsels von Vorteil ist? Hallo John, absolut. Krafttraining hat zahlreiche Vorteile, die nicht nur darauf hinausgehen, stärker zu werden. Es ist faszinierend, wie sich Gewichtheben oder Widerstandsübungen so positiv auf unseren Körper auswirken können. Auf jeden Fall. Wenn wir Krafttraining betreiben, passen sich unsere Muskeln an und werden mit der Zeit stärker. Und wenn unsere Muskeln wachsen, benötigen sie mehr Energie, was wiederum unseren Stoffwechsel erhöht. Das ist richtig. Eine höhere Stoffwechselrate bedeutet, dass wir den ganzen Tag über mehr Kalorien verbrennen, auch in Ruhe. Krafttraining kann also ein hilfreiches Instrument zur Gewichtskontrolle und zur Aufrechterhaltung einer gesunden Körperzusammensetzung sein. Exakt. Es geht nicht nur um das physische Erscheinungsbild, es hat auch erhebliche gesundheitliche Vorteile. Ich habe gehört, dass Krafttraining die Knochendichte verbessern und das Osteoporose-Risiko verringern kann. Ja, das ist richtig. Die Belastung unserer Knochen beim Krafttraining stimuliert das Knochenwachstum und beugt altersbedingtem Knochenverlust vor. Das ist beeindruckend. Krafttraining scheint einen ganzheitlichen Ansatz für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden zu bieten. Absolut. Es geht nicht nur darum, stark auszusehen, es geht darum, sich stark zu fühlen und die Funktionalität unseres Körpers aufrecht zu erhalten. Gibt es spezielle Übungen oder Techniken, die du für das Krafttraining empfiehlst? Es gibt eine Vielzahl von Übungen, die Sie machen können. Das hängt von deinen Zielen und Vorlieben ab. Ich bin daran interessiert, allgemeine Kraft und Muskeltonus aufzubauen. Was würdest du vorschlagen? Zusammengesetzte Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken eignen sich hervorragend, um mehrere Muskelgruppen anzusprechen und die Gesamtkraft aufzubauen. Ich werde diese Übungen auf jeden Fall ausprobieren. Es ist gut zu wissen, wo man anfangen soll. Denken Sie daran, mit leichteren Gewichten zu beginnen und sich auf die richtige Form und Technik zu konzentrieren, um Verletzungen zu vermeiden. Das ist ein wichtiger Punkt. Sicherheit sollte bei jeder Art von Übung immer Priorität haben. Absolut. Es ist wichtig, auf Ihren Körper zu hören und in einem Tempo voranzukommen, das für Sie geeignet ist.
Ich freue mich darauf, Krafttraining in meine Fitnessroutine aufzunehmen. Es klingt so, als ob es eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Ich freue mich, das zu hören. Ich bin mir sicher, du wirst Fortschritte sehen und die positiven Auswirkungen des Krafttrainings genießen. Vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Es war aufschlussreich. Lektion 17: Die thailändische Küche entdecken. Hallo Anna, hast du schon einmal versucht, zu Hause grünes Thai Curry zuzubereiten? Hallo John, ja, das habe ich. Es ist ein köstliches und würziges Gericht. Hast du es jemals gekocht? Nein, habe ich nicht. Ich würde gerne lernen, wie man es macht. Welche Zutaten brauchen wir? Um grünes Thai Curry zuzubereiten, benötigen wir Hühnchen, Kokosmilch, grüne Currypaste und ein paar Gemüsesorten wie Paprika und Bambussprossen. Das klingt einfach genug. Wo finden wir grüne Currypaste? Grüne Currypaste ist in den meisten Lebensmittelgeschäften erhältlich, insbesondere in der internationalen oder asiatischen Lebensmittelabteilung. Großartig. Und was ist mit der Kokosmilch? Gibt es eine bestimmte Marke oder einen bestimmten Typ, nach dem wir suchen sollten? Kokosmilch in Dosen finden Sie in derselben Sektion. Suchen Sie nach der Vollfettversion für ein cremiges und reichhaltiges Curry. Ich werde dafür sorgen, dass ich die richtigen Zutaten bekomme. Wie fangen wir an, das Curry zu kochen? Zuerst müssen wir die grüne Currypaste in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten, bis sie duftet. Ich nehme an, als nächstes fügen wir das Huhn hinzu. Müssen wir es vorher würzen? Ja, das stimmt. Würzen Sie das Hähnchen mit etwas Salz und Pfeffer, bevor Sie es in die Pfanne geben. Sobald das Huhn gekocht ist, fügen wir die Kokosmilch und das Gemüse hinzu? Exakt. Gießen Sie die Kokosmilch hinein und lassen Sie sie einige Minuten köcheln. Dann füge das Gemüse hinzu und lass es kochen, bis es weich ist. Das klingt relativ einfach. Wie lange braucht das Curry zum Köcheln? Normalerweise dauert es etwa 15 bis 20 Minuten, bis sich die Aromen entwickeln und das Huhn durchgegart ist. Gibt es zusätzliche Gewürze oder Kräuter, die wir hinzufügen können, um den Geschmack zu verbessern? Sie können einen Spritzer Fischsauce für einen herzhaften Umami-Geschmack und einige frische Basilikumblätter für einen Hauch von Frische hinzufügen. Ich werde dafür sorgen, dass ich diese Zutaten zur Hand habe. Müssen wir sonst noch etwas wissen? Sobald das Curry fertig ist, können Sie es zu gedämpftem Reis oder Nudeln servieren, um eine komplette Mahlzeit zu erhalten. Das klingt absolut köstlich. Ich kann es kaum erwarten, zu Hause grünes Thai Curry zuzubereiten. Es ist ein wunderbares Gericht. Ich bin sicher, Sie werden die Aromen und die Erfahrung genießen, es selbst zu kochen. Vielen Dank, dass Sie das Rezept geteilt und mich durch den Prozess geführt haben. Ich weiß das zu schätzen.